Hi ihr Lieben, ich bin ursprünglich Content Creatorin auf TikTok. Ich lebe seit 10 Monaten in Seoul und mache Videos über mein Leben hier. Warum bin ich hier? Ich habe die Nase voll von TikTok. Und das ist nichts, bitte alle Viewer voll auf TikTok, das hat nichts mit euch zu tun, es hat allein mit der Plattform zu tun. Und deshalb dachte ich mir, warum weiche ich nicht auf eine Plattform aus, auf der ich längeren Content kreieren kann, wo ich mehr Herz reinstecken kann, wo ich euch mehr von meinem Alltag zeigen kann, ohne dass das Video nach einem Tag im Äther verschwindet. Deshalb bin ich hier und hoffe, dass ihr viel Spaß habt auf meinem Channel. Was werde ich hier machen? Ich führe euch durch meine Woche. Wenn ihr Fragen habt über Korea, dann stellt sie mir doch in den Kommentaren. Ich habe auch vor, zwischendurch neben den Wochenvlogs auch kleine Einzelvideos zu machen, in denen ich über verschiedenste Themen rede und hoffe, dass euch dieser Content gefällt und freue mich für euch zu kreieren. Und schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Sonntags ist immer Kurstag bei mir, das heißt, ich werde mich jetzt noch ein bisschen ins Café nebenan vorbereiten gehen und euch nehme ich mit. Und ihr seht, ich bin sehr eingepackt. Es liegt daran, dass wir draußen minus 14 Grad haben. Let's go! Ich habe es wieder nach Hause geschafft und es ist so kalt. Oh, meine Finger sind immer noch rot. Und wisst ihr, was das Beste ist an einem koreanischen Zuhause im Winter? Ich war jetzt eine Runde im Café arbeiten. Der Sachang war da, der Besitzer vom Café, der ist immer so freundlich und grüßt mich immer voll nett und manchmal kriege ich auch gratis Croissants. Das freut mich voll. Und dann war ich noch im Minimart bei uns ums Eck. Und dort ist die Besitzerin auch immer so nett, die grüßt mich immer voll lieb und fragt mich, wie es mir geht und ob es mir eh nicht kalt ist jetzt im koreanischen Winter. Und mir ist dann der Gedanke gekommen, dass es voll wichtig ist, wenn man im Ausland lebt, so seine kleinen Ankerpunkte zu finden, so seine kleinen Orte, wo man immer wieder hingeht. Weil wenn man diese paar kleinen Orte hat, fühlt sich das Fremde einfach viel heimatlicher an. So, ich bin gerade raus aus dem Arzt. Ich habe meinen Booster-Shot bekommen und ich bin richtig dankbar dafür. Ich weiß, es teilen sich die Meinungen zwecks Impfung und so weiter. Ich bin dafür. Ich bin dankbar, dass wir genug Healthcare haben. Und jo! Es ist der 31.01. und ich bin immer noch ein bisschen müde von dem Booster-Shot. Ich habe die letzten 2 Tage damit verbracht, einfach nur zu liegen, zu rasten und allmählich geht es mir Gott sei Dank besser. Ich bin im März nach Korea gezogen und seitdem hat sich so viel für mich verändert. Wenn man ins Ausland zieht, dann wächst man auch ein ganzes Stück. Obwohl ich auch jemanden hatte, der mir geholfen hat. Ich hatte meinen Freund, jetzt Ehemann, und ich kannte Koreanisch, das hat auch geholfen. Aber trotzdem bist du auf einmal in einem vollkommen fremden Umfeld. Du kennst niemanden. Alle sprechen eine andere Sprache und das kann sehr schockierend sein und das kann einen auch psychisch sehr mitnehmen. Ich hatte die ersten 3 Monate mit sehr viel Anxiety zu tun, mit dem ich nicht gerechnet hatte, weil ich dachte mir, wenn ich nach Korea gehe, das wird voll cool, ich werde so viele Dinge erleben. Ich hatte eine Liste von Dingen, die ich machen wollte, und als ich dann hier war ich auf einmal wie gelähmt, habe mich teilweise nicht getraut rauszugehen. Das klingt jetzt vielleicht komisch für alle, die schon immer mal nach Korea gehen wollten, aber ich glaube, es ist was anderes, wenn man wirklich nur für einen gewissen Zeitraum hier ist oder wenn man wirklich fix wohin geht. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Level an, nicht Panik, aber ein ganz anderes Level an Unsicherheit, das man dann bekommt. Vor allem, wenn man zum ersten Mal auch mit seinem Freund zusammenzieht, so wie das bei mir so war. 2021 war voller neuer Erkenntnisse, Entdeckungen. Ich habe herausgefunden, dass ich ADHS habe. Ich hatte den Verdacht schon länger, aber habe jetzt hier in Korea meine Diagnose bekommen. Ich habe so viele tolle neue Orte kennengelernt, tolle Cafés besucht.
Tempel besichtigt. Ich bin auf einen Berg gestiegen. Zum allerersten Mal auf den Dobongsan sind wir bis ganz nach oben geklettert. Das war großartig. Ich bin 30 geworden und ich habe meinen Freund geheiratet. Und das war auch etwas, mit dem ich niemals gerechnet hatte. Eine Sache, für die ich extrem dankbar bin, ist TikTok und mein Koreanischkurs, den ich gestartet habe. Ich hätte nie gedacht, dass die ganze Sache so erfolgreich wird und dass sich so viele Leute für nicht nur mein Leben in Korea, sondern auch für den Unterricht interessieren. Ich habe durch das Unterrichten etwas gefunden, was mir irrsinnig viel Spaß gemacht hat. Und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Ich danke all meinen Kursteilnehmern aus dieser Zeit und natürlich auch allen, die mich auf TikTok verfolgt haben. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit YouTube ein neues Kapitel starten kann. 2022 wird eher auf YouTube stattfinden. Ich glaube, weil ein neues Jahr beginnt. Bin ich bereit, das auszuprobieren und mal schauen, was daraus wird. Was für Pläne habe ich für 2022? Hochzeit feiern, auf jeden Fall den YouTube-Kanal weiter voranbringen. Ich möchte auch mehr entdecken. Ich möchte mehr auf Reisen gehen. Ich hoffe, dass Liebling und ich vielleicht ins Ausland reisen könnten. Das wäre super. Vielleicht können wir nach Österreich und Italien oder vielleicht auch England reisen. Ich möchte gerne meine Familie wiedersehen. Ich vermisse meine Familie irrsinnig. Oh, und ein ganz großes Ziel, dass bitte die Visa bewilligt wird. Denn wir sind gerade im Visa-Prozess und wenn die nicht bewilligt werden sollte, dann wird es nichts mit Korea. Dann muss ich wieder nach Hause für eine ungewisse Zeit und das ist etwas, was mir gerade ein bisschen Kopfweh bereitet. Aber schauen wir mal. Ey.